Walter Schätzle. Der Name sagt euch nichts, passt mal auf. Schätzle war Borgward-Händler in Hessen. Und ebenso wie viele andere auch traf ihn der Borgward-Konkurs Anfang der 60er Jahre bis ins Mark. Aber er hatte vorgesorgt. Er hatte eine Menge Ersatzteile von Borgward und konnte auch viele Neuteile aus dem Konkurs retten. Er baute daraus sogar ganze Fahrzeuge. Wenn die Kundschaft also einen werksneuen Borgward Isabella haben wollte, dann gingen sie zu Walter Schätzle. Er baute über 100 Isabellas nach dem Konkurs von Borgward. Irgendwann war das Thema Borgward aber auch für Schätzle Geschichte. Er blieb sich aber seiner Maxime treu, Fahrzeuge aus Ersatzteilen zu bauen. Die Firma BMW hat damals Glas übernommen und sich dazu entschieden, diese Marke nicht weiterzuführen. Schätzle konnte sich sämtliche Ersatzteile für das Goggomobil sichern. Und daraus entstand dann sein erster eigener Wagen, der AWS Shopper. AWS, Anneliese und Walter Schätzle. Schätzle hatte mit dem AWS Shopper eine besondere Zielgruppe im Sinn. Das waren diejenigen, die noch einen alten Führerschein der Klasse 4 besaßen. Damit konnte man nämlich Fahrzeuge mit 250 Kubik fahren. Und er wollte ein Freizeitfahrzeug, ein Einkaufsfahrzeug für die junge Familie gestalten. 1973 ging es los. Die Firma zog nach einigen handgefertigten Exemplaren in Hessen nach Berlin um. Warum? Es gab eine staatliche Förderung für Unternehmen, die sich in West-Berlin angesiedelt haben. Und die Serienproduktion startete. 1974 war allerdings schon wieder Schluss. Es wurden insgesamt nur 1800 Fahrzeuge gefertigt. Die gesamte Technik des AWS Shopper wie Bodengruppe, Achsen oder Motor stammen aus dem Goggomobil-Teileregal. Angetrieben wird er von einem Zweizylinder-Zweitakter mit 250 Kubikzentimeter Hubraum und 13,6 PS. Das soll angeblich für 75 km/h Spitze reichen. Eine weitere Besonderheit beim AWS Shopper ist die Unterkonstruktion. Sie besteht aus Vierkantohren, die mit Kunststoff beschichteten Blech verkleidet wurde. Das Fahrzeug konnte man also in Heimarbeit reparieren. Man brauchte lediglich eine Bohrmaschine, eine Poplizange und einen Hammer. Schätzle hatte noch Großes vor mit dem AWS Shopper. Es waren noch unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichen Aufbauten geplant. Es sollte ein Cabriolet geben, es sollte ein Pickup geben, es sollte einen Lieferwagen geben. Aber diese Entwicklungen kamen über das Prototypenstadium nicht hinaus. Ein Grund für den Misserfolg des AWS Shoppers ist sicherlich der hohe Preis. 5.700 Mark kostete dieses Fahrzeug damals. Dafür gab es auch schon einen VW Käfer oder schon fast ein Fiat 126. Visionäres Stadtautokonzept mit geringem Platzbedarf oder Flop und Randerscheinung in der Automobilgeschichte. Was ist eure Meinung zum AWS Shopper? Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder.